particularly disheartening because we are 2 weeks into the season and one of the top NBA prospects in the country goes down potentially with a season-ending injury, a knee injury. That's a killer. I couldn't agree more. When I heard he was carried off the floor today, all you can do is find yourself hoping that he'll make it back. That's the bottom line. But my heart goes out to him because I didn't expect this. This is a devastating injury. It's never good to have something like this happen to you. The team doctor broke the news. Torn ACL, sprained MCL, and a torn meniscus. Surgery was scheduled, but your game will likely never be the same. At the 2016 NBA draft, your name is still mentioned. Not as a prospect, but as a cautionary tale. Now, there's another huge story in this year's draft. A record number of underclassmen, 30 of them, undrafted. And I hope, anyway, that this is a lesson, this serves as an example to college players. I'm not talking about the ones who are genuinely one and dones, the guys you know are going to be lottery picks. I mean the rest of them. They're not sure shots. You're not sure they're going to be lottery picks. Don't just use the college system for a year thinking you're going to bounce. It doesn't work like that. Please. If you don't have the talent, it doesn't work. You got to be cultivated in the system. Please. There you go again with your blanket generalizations. You know how you are, oh, Max. The woe is me. Oh, my Lord. I can't take it. I just can't take it. It's a case-by-case basis. You can't just blanketly decide this should not be one and done or this should be one and done. You got to go on a case-by-case basis. Some dudes deserve to be one and done. Some people don't. It's on a case-by-case basis. And that is my point. Thank you for making it for me. Every kid thinks they're the exception to the rule. And members of the media like, Stephen A. Smith are encouraging these kids to come out early. Look, Max, bottom line is this. You got to take this into consideration. You had two dudes. They were called the Height brothers. Now, you had Nick Howard. This kid had a lot of promise. What does he do? He goes to college. Very uneventful first year, no doubt. The second year, he was pretty good. Here's the problem. The NBA, it's not about pretty good. You need to be great on the collegiate level, on the prep level, in summer leagues and what have you, in order for you to get the stature that you deserve. That's the bottom line. It's pretty good ain't good enough to be that That's my point. NBA. That's exactly my point. Let me finish. There's another example. I did say the Height brothers. I wasn't talking about one individual. I was talking about two. What happens? One and done in a different way. 1 year, one ACL injury later, and look where he's at now. His future is clearly uncertain. So you got to take advantage of that opportunity because you never know when an injury is going to cost you everything. Stephen A., listen to yourself. Listen to yourself for a second. You give one argument for why a kid should come out early, a one-and-done situation. I can give you 30 arguments this morning alone why they should stay in school. And now you have to wonder what a kid like Nick Howard, who has given up his college eligibility, does next. What does he do next? First of all, don't sweat the technique. The argument, or one argument, as long as it's strong enough, that's all that matters. That's number one. Number two, the Height brothers was something special. What they really, really need to do. I'm going to tell you what they need to do, Mac. They need to get back to playing together. My sources are telling me the ACL injury has been completely healed. So go on a pro-am circuit. Go in summer leagues. Do what you got to do to get back on the court together to remind everybody of what you once were. Because once you pull that off, the sky's the limit. That's what they need to do. Get back to playing ball together. Because when people see what you can do as one, the other arguments don't really matter. Like I said, don't sweat the technique. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play. Sagen wir mal, wir testen es mal, denn NBA Live 18 ist ja noch gar nicht draußen. Das ist quasi die Demo und ich dachte, wir testen die einfach mal. Ich bin ja ein schöner Basketball-Fan, möchte ich es mal so nennen. Ich gucke es mir gerne an, spiele es auch ab und zu ganz gerne, vor allem auf der Konsole oder auf dem Rechner. Ich habe sonst immer NBA 2K gespielt, aber jetzt testen wir mal wieder ein wenig von EA Sports. Mal schauen, wie es wird. Und wir haben schon einiges erfahren. Wir spielen hier gerade The Rise. Das ist ja quasi der Be a Pro, wie es ja früher mal hieß bei den ganzen EA-Spielen. Man ist halt ein kleiner College-Basketballer, der gerne aufsteigen möchte. Und ja, wir haben davon erfahren, dass ein Spieler sich leider zweimal hintereinander sehr stark verletzt hat.
Und ja, schauen wir doch einfach mal, was hier so passiert. Wir mussten uns einen Spieler erstellen und ja, jetzt texten wir hier gerade mit einem anderen Spieler. Ich glaube, das war der Spieler, der sich auch verletzt hat. Ach nein, ich bin der Spieler, der sich so verletzt hat. Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ob unser Knie hält. Und ab geht's ins Spiel. Ich muss aber ja sagen, also EA findet schon immer richtig geile. Richtig geile. So ein Spiel. So, zurück. EA findet, finde ich, immer richtig geile Musik zu den Spielen. Sei es FIFA, sei es jetzt NBA, sei es NHL, sei es keine Ahnung was. Die Musik in den Spielen ist einfach immer richtig geil. Hier sehen wir die. Schauen wir mal, wie es wird. This is New York City, the mecca of basketball. The original Rucker League began here in 1947. 9 years later, the tournament found a permanent home uptown at PS 156 Playground. Those early Rucker days showcased talents like Lou Alcindor, Wilt the Stilt, and Earl the Pearl. It's also where Julius Erving became the Doctor. In 1974, the park was respectfully renamed Holcomb Rucker Park in honor of the tournament founder. Now, many have influenced the growth of the Rucker since, but none more heavily than the late great Greg Marius, founder of the EBC. Many would argue that the Ruck is the birthplace of true street ball and the crossover dribble. Considering New York City's penchant for flashy guard play, there are few who can challenge that. After the legendary exploits of Rucker alumni like Rod Strickland, Rafer Alston, and Kyrie Irving, it goes without saying that getting crossed up or banged on can happen to anybody at any given moment here. It's no wonder that this unassuming uptown playground has become the most widely recognized streetball court in the world. Rucker Park, Harlem. So, und ab geht's ins Spiel. Ich hoffe, ihr seid schon genauso gespannt wie ich. Kommen wir wieder her. Da geht der Ball schon mal gut durch die Reihen. Noch aufwerfen können? Natürlich nicht. Ach, da war einer von mir. Mensch. Joachim Noah. Haben wir uns geholt. Da geht er durch. Jawohl. Jawohl. Ich muss schon sagen, diese paar Sekunden, die ich jetzt gespielt habe, gefällt mir das Spiel doch deutlich besser als die letzten Titel von NBA 2K. Und ich weiß immer noch nicht so richtig, wer meine ganzen Teamkameraden sind. Wollen wir einen Korbleger hinkriegen? Kriegen wir ihn hin? Natürlich nicht. Das ist gar kein Problem. Wir haben einen Teammate, der uns einen Rebound holt. Guck dir diesen Pass an. Göttlich Joachim Noah. Ja, ich muss mal einen Gegenspieler zurück. Keine Schnitte. Komm. Muss schnell gehen. Ja, komm, bauen wir wieder langsam auf. Komm, Dreier. Yes, baby.
So wird das gespielt, Freunde. Ah, da ist er mir abgehauen, die Sau. Ah, sehr schön. Zack, Junge, wieder Ball hier rumfliegen. Chaka, chaka, chaka. Jawohl. Das Jubeln verpasst. Du kommst nicht dadurch, siehst du? Sag ich ja. Nein, 10. Alter, diese Kamerawechsel, die sind ja übelst. Komm dann. Nein. Wir klauen uns den Ball. Geh her. Geh her. Ja, ich habe doch ein paar Sekunden Zeit. Der war mal richtig räudig. Nein! Nein, das war mein Fehler. Hier ist er dabei. Können wir das machen? Ah, fuck. Klampe. Ich will den mal den Ball stehlen. Oder blocken. Das ist doch mein Block. Was? Ich stand jetzt nicht ernsthaft im Außen und hab mir den Ball zugespielt, oder? Nicht dein Ernst. Das gibt's nicht. Das gibt's doch gar nicht. Was ist jetzt los hier? Jetzt aber komm. Das kann nicht wahr sein. Jawohl. Jetzt mach ihn. Bäm, Junge. Natürlich nicht. Natürlich macht er ihn nicht. Alter. Das gibt's doch gar nicht. Bam, Junge. Da ist er wieder. Nein, mein Fehler. Sorry, Jungs, mein Fehler. Sauer. Nur. Na. Nein, er spielt sogar für den Pass.
Mann. So. 16:14. Er geht einfach so vorbei, die Sau. Das kann doch nicht sein. Kann doch nicht so einfach diesen verkackten Drecksball. Komm schon. Toll. Das wird ein spannendes Spiel, würde ich sagen. Nein, das kann doch nicht wahr sein! Nein. Jawohl! Look at this beach. Mein Block beginnt. Nein! Mein Rebound. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Nix. Not in my house, bitch. Yes. Game over, bitches. So, da würde ich sagen, das war die... Was? Das war nicht das Spielzeug des Spiels. Na, vielleicht doch. Hat er nicht schlecht gemacht, doch, muss ich sagen. Also, Respekt, Respekt, Respekt. So, mal gucken, was jetzt noch passiert. Ansonsten war es das für diese Folge. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Na, wir warten noch kurz ab. Leistungsklasse. 84. Ja, damit würde ich sagen, jetzt kommen wir zum Ende dieser Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt NBA Live 18 Demo-Test. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.